Wir beim Rennradmagazin Tour testen nicht nur Rennräder, sondern natürlich auch Gravelbikes. Als Besonderheit in dieser Saison auch 5 Exemplare, die serienmäßig mit alltagstauglichem Zubehör ausgestattet sind. Das Cube New Road FE stach in diesem Vergleich besonders hervor, denn das Rad hat mit der guten Note 2,3 den Testsieg abgerundet. Und das Coole dabei, das Rad ist mit 1.599 € nicht mal teuer, es war sogar das günstigste in diesem Vergleich. Alle Infos zum Rad gibt es jetzt in diesem Video. Gravelbikes sind das Wachstumssegment der letzten Jahre. Das liegt vor allem daran, dass sich die Bikes besonders vielseitig einsetzen lassen. Sie werden nicht nur als Sport- und Spaßgeräte oder als Reiserad benutzt. Auch im Alltag und im Stadtverkehr gehören die breit bereiften Bikes mit Rennlenker inzwischen zum gewohnten Bild. Dafür bereiten viele Hersteller auch die Montage von Schutzblechen vor, für Reisen die Aufnahme von Gepäck und manche haben bei der Konstruktion des Rahmens sogar schon eine Lichtanlage im Blick. Ist das Zubehör von vornherein vom Hersteller montiert, hat das den Vorteil, dass die Bauteile gut aufeinander abgestimmt sind und besser funktionieren sollten als nachträglich adaptierte Lösungen. Meist ist es unterm Strich auch günstiger und spart viel Bastelarbeit und nicht zuletzt sieht es auch besser aus. Für den Hersteller Cube ist das Gravelbike New Road mit Alltagsausstattung eine Erfolgsgeschichte. Das New Road FE, FE steht für Fully Equipped, gehört zu den beliebtesten Modellen des Branchenriesen aus der Oberpfalz. 2 Versionen des Alu-Gravelbikes bietet der Hersteller aus Waltershof aktuell an. Die günstigste Variante gibt es schon für sagenhafte 999 €. Allerdings ist die mit 8-fach-Schaltung und mechanischen Scheibenbremsen technisch nicht mehr ganz up-to-date. Ganz anders sieht das bei der von uns getesteten Top-Variante aus, die im Vergleich der vergleichbar ausgestatteten Konkurrenz immer noch extrem preiswert ist. Das Bike kommt mit modernen hydraulischen Scheibenbremsen und dem aktuellsten Update der Shimano GRX Gravel-Schaltung. Die bietet mit 12 Ritzeln am Hinterrad und 2 Kettenblättern vorne ein extrem breites und fein abgestuftes Gangspektrum, was das Rad sowohl für lange Reisen einsetzbar macht, bei denen auch mal steile Berge mit Gepäck bewältigt werden müssen, aber auch eine sportliche Gangart ist mit dem Getriebe noch drin. Die mechanische Schaltung funktioniert geschmeidig und souverän, die Bremsen zuverlässig und bissig, so wie man es eben von Shimano gewöhnt ist. Mit etwas über 12 Kilogramm ist das New Road FE für ein Gravelbike nicht besonders leicht. Das Schicksal teilt es sich aber mit seinen Wettbewerbern. Das liegt natürlich zum einen am vielen verbauten Zubehör, aber auch daran, dass die Hersteller in dieser Preisklasse aus Kostengründen meist relativ schwere Aluminiumrahmen verbauen. Gemessen daran ist das Cube aber absolut konkurrenzfähig. Einmal in Fahrt überzeugt das Rad mit stoischem Geradeauslauf und erfordert auch auf ruppigem Terrain wenig Konzentration. Wendige Fahrmanöver sind dagegen nicht seine Stärke. Dafür punktet der extrem steife Alurahmen mit unerschütterlicher Laufruhe, die auch schwere Fahrer keine Schweißperlen auf die Stirn treiben dürfte, wenn sie sich mit Gepäck beladen mal in eine schnelle Abfahrt begeben. Auf der Langstrecke helfen ordentliche Komfortwerte, besonders die schlanke Sattelstütze federt gut. Den meisten Komfort bringen natürlich die Reifen. Denn das Cube lässt auch mit Schutzblechen noch 40 mm breite Gravelreifen zu, die mit entsprechend geringem Druck gefahren werden können. Verbaut ist hier ein G1 Overland von Schwalbe mit relativ feinem Profil, der besonders haltbar ist und damit gut zum Konzept des Rades passt. Von einer etwas fummeligen Sattelstützenklemmung abgesehen, ist das Rad wohltuend simpel aufgebaut. Fast schon eine Seltenheit geworden ist der klassische Ahead-Vorbau mit geklemmtem Lenker und außenliegenden Zügen, der eine einfache Sitzpositionsanpassung ermöglicht. Die extrem aufrechte Position, die sich mit einem serienmäßig ansteigenden Vorbau ergibt, lässt sich durch Umdrehen des Vorbaus in wenigen Handgriffen abschwächen. Dann ist die Position sportlicher, der Rahmen gibt aber mit einem langen Steuerrohr immer noch eine vergleichsweise komfortable und langstreckentaugliche Position vor. Beim Zubehör geht Cube in die Vollen. Am New Road FE sind sogar eine Klingel und ein solider Seitenständer serienmäßig dabei. Das bietet die Konkurrenz oft nicht. An manchen Details gibt es aber auch Kritik. So würden wir die einfache Klingel gegen ein lauteres und komfortabler bedienbares Modell ersetzen. Kritikwürdig finden wir auch die Schutzbleche, weil sie für die verbauten 40 mm Gravelreifen etwas zu schmal ausfallen. Bei Regen spritzt immer etwas Wasser an den Blechen vorbei. Etwas schmalere Straßenreifen würden daher besser zu dem Rad passen, auch wenn dann der Fahrkomfort etwas leidet. Besonders das hintere Schutzblech sollte auch deutlich länger sein, damit Hinterherfahrende bei Regen nicht nass werden.
Gut hat uns der Frontscheinwerfer gefallen, der zusammen mit dem Shutter Precision Dynamo ordentlich hell ist und die Straße gleichmäßig ausleuchtet. Lediglich die Befestigung am Lenker finden wir nicht ganz optimal. Das Rücklicht, das im Schutzblech integriert ist zwar elegant und auch ordentlich hell, von der Seite ist es allerdings schlecht zu erkennen, zumal es zum Teil vom Gepäckträger verdeckt wird. Der elegante Träger nimmt zunächst nur Seitentaschen mit Klicksystem auf. Obendrauf lässt sich nichts befestigen. Im Zubehör gibt es aber einen Aufsatz mit klassischer Federklappe zum Nachrüsten. Von den kleinen Schwächen abgesehen, bietet das Cube aber extrem viel Rad fürs Geld. Besonders Reiseradler oder Pendler, die nur gelegentlich mal in den Regen kommen, ist das Rad eine absolute Empfehlung. Das New Road überzeugt besonders mit seiner hohen Fahrstabilität, gutem Fahrkomfort und seiner robusten und hochwertigen Ausstattung. Und nicht zuletzt einem unschlagbaren Preis. Den kompletten Vergleichstest von Rädern mit Vollausstattung findet ihr auf unserer Webseite www.tour-magazin.de. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Like liegen und bis zum nächsten Mal.